Wenn du dein Leben verändern willst, mein Freund, musst du nicht nur deine Physiologie, sondern auch deinen Fokus ändern. Wenn du reich sein willst, musst du im wahrsten Sinne des Wortes alles geben, was du hast, und dich nicht auf dein Glück verlassen. Dessen musst du dir bewusst sein, und zwar so sehr, dass du davon überzeugt bist, dass dein Vorhaben gelingen wird. Du kannst nicht untätig sein und dann erwarten, ein außergewöhnliches Leben zu führen. Das wird nicht passieren. Jede Führungsperson wird dir sagen, dass es sich bei ihrem Erfolg um einen fortlaufenden Prozess handelt, dass sie niemals damit aufhören, sich weiter zu verbessern. Und das bedeutet, dass du dich ständig weiterbilden und sogar noch mehr emotionale Beherrschung entwickeln musst, weil das entscheidet, ob du handelst oder nicht. Es gibt die Möglichkeit zur Selbstbildung. Wir müssen unsere bisherige Denkweise beiseite legen und damit aufhören zu tun, was jeder andere tut, nur um dann verärgert darüber zu sein, dass es uns keinen Erfolg bringt. Stattdessen müssen wir realisieren, dass dies die beste Zeit ist, um am Leben zu sein. Während du wächst, lernst du. Du bildest dich und entwickelst wertvolle Fähigkeiten. Anstatt dich also zu beschweren, musst du dir überlegen, welche Fähigkeiten auf dem Markt von Wert sind und wie ich härter an mir selbst arbeite als jeder andere. Denn sobald sich mein Wert erhöht, kann ich mehr geben, mehr erreichen und mehr verändern. Als ich Warren Buffett nach der wichtigsten Investition seines Lebens fragte, dachte ich, dass sich seine Antwort auf all seine Unternehmen beziehen würde. Er sagte aber, Tony, zu Dale Carnegie gegangen zu sein. Ich sagte, was? Deine Entwicklung ist nämlich die wichtigste Investition überhaupt. Zu lernen, wie man andere überzeugt, zu lernen, wie man spricht. Ohne diese Fähigkeiten wäre ich aufgeschmissen gewesen. Ich habe in diesem Kurs gelernt, Einfluss zu nehmen. Und das war der wertvollste Schritt, den ich je in meinem Leben unternommen habe, sagte er. Denke über diese Aussage mal einen Moment nach. Ist dir bewusst, dass jedem genau die gleiche Menge an Zeit zur Verfügung steht? Genau die gleiche Menge an Zeit? Überlege mal. Du kannst deine Aktivitäten planen. Sorge dafür, dass all das, was du tust, wirklich einen Unterschied macht. Sorge dafür, dass du deine Zeit in produktive Aktivitäten investierst, die dich näher an dein Ziel bringen. Die Eigenschaften, die dich sonderbar machen, sind Talente, die dich zu etwas Besonderem werden lassen. Und genau diese Eigenschaften machen dich anders und authentisch. Und falls du nicht zur Norm passt, dann möchte ich dir nur mitteilen, dass ich mich auch nie anpassen konnte. Es gibt ein bekanntes Zitat, das sich auf jene bezieht, die ein visionäres Leben führen. Die Person, die du in 5 Jahren sein wirst, entsteht durch die Bücher, die du heute liest und die Menschen, mit denen du dich heute umgibst. Das stimmt. Und es bezieht sich auch auf alles andere, das du tust und wie es dein zukünftiges Ich definiert. All das basiert auf dem, was du heute tust. Immerhin haben die Leute, denen du zuhörst, die Meinungen, denen du Glauben schenkst, die Bücher, die du liest oder die Videos, die du dir anschaust, alle eine Wirkung. Alle diese Informationen, die du aufnimmst, egal ob positiv oder negativ, werden deine Zukunft beeinflussen. Das Training, dem du dich widmest, oder halt auch nicht, wird sich in deiner Zukunft bemerkbar machen. Die Art und Weise, wie du dich heute ernährst, wird deine Zukunft sowohl optisch als auch in Bezug auf dein Energielevel beeinflussen. Das Gleiche gilt auch für deine Gedanken und Informationen. Was du deinem Verstand gibst, wird sich auf deine Zukunft auswirken. Wenn du nur Müll zu dir nimmst, dann rate mal, woraus deine Zukunft bestehen wird. Stelle sicher, dass du deinen Verstand mit erfolgreichen Gedanken füllst und dich mit Menschen umgibst, die von dem gleichen Ehrgeiz angetrieben werden wie du. Es ist egal, wie du deine Informationen erhältst, sei es von Büchern, Podcasts oder Videos.
Es spielt keine Rolle. Vergewissere dich jedoch, dass du deinem Verstand jeden Tag Nahrung gibst. Dein zukünftiges Ich fleht dich an, etwas Disziplin zu wahren. Dein zukünftiges Ich fleht dich an, nicht genauso wie alle anderen zu sein. Lerne mehr zu arbeiten als alle anderen. Sei härter und schlauer als die anderen. Dein zukünftiges Ich fleht dich an, jetzt zu schuften, um später Freude haben zu können. Wenn du deinen Verstand nicht regelmäßig mit Erfolg füllst, wird er sich mit Mittelmäßigkeit zufrieden geben. Die Maßnahmen, die du täglich ergreifst, werden deine Zukunft und das, was du im Leben erreichst, bestimmen. Du musst dich anstrengen. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du dich anstrengen. Wenn du fit sein willst, musst du dich anstrengen. Wenn du Frieden haben und glücklich sein willst, musst du dich anstrengen. Deine Handlungen werden deine Resultate prägen. Dein Verstand ist stark. Ich bin stark. Meine Gedanken sind stark. Mein Glaube ist stark. Mein Leben ist stark. Sie sagen, ich kann es nicht. Ich kann. Sie sagen, ich werde es nicht. Ich werde. Sie sagen, ich bin es nicht. Ich bin. Ich bin grenzenlos. Ich bin. Es gibt nichts, was ich nicht sein kann. Nichts, was ich nicht tun kann. Nichts, was ich nicht haben kann. In meinem Verstand gibt es keine Grenzen. Ich bin grenzenlos. Es gibt nichts, was ich nicht sein kann. Nichts, was ich nicht tun kann. Nichts, was ich nicht haben kann. In meinem Verstand gibt es keine Grenzen, sondern etwas, das die Dinge verbessern möchte. Wir wollen bessere Menschen sein. Ich möchte mehr sein, mehr tun, mehr teilen, mehr erschaffen, mehr geben. Aber so funktioniert das in der Regel nicht, weil wir alle diese Dinge haben wollen. Wir glauben, dass sie uns glücklich machen werden, dass wir wachsen und einen Beitrag leisten werden und dann passiert das, was immer passiert. Jeder möchte einen tollen Körper haben, aber niemand möchte darauf hinarbeiten, richtig? Wir müssen uns darüber klar werden, dass Fortschritt in Glück resultiert. Wenn du weißt, was du willst und konsequenten Fortschritt erzielen kannst, dann wirst du dein Ziel erreichen. Du wirst dahin gelangen, wo du wirklich sein willst. Dort, wo du dieses Gefühl von Leidenschaft und Leichtigkeit verspürst. Die Ergebnisse, die du wirklich erreichen willst, entstehen. Überlege dir zunächst eine fesselnde Vision. Was willst du wirklich? Was löst bei dir Freude aus? Diese Vision muss spezifisch und messbar sein und, am allerwichtigsten, deinen Tatendrang in Schwung bringen. Deine Gründe müssen stark genug sein, damit sie auch durch die schweren Situationen führen. Setze dir ein Ziel, das dich antreibt. Setze dir ein Ziel, das dich antreibt. Du brauchst einen Schlachtplan, eine Liste mit den wichtigsten Maßnahmen, die dich führen und dir helfen, den Abstand zwischen dir und deinem Ziel zu verringern. Und du musst dir lediglich die ausschlaggebenden 20% an Wissen aneignen, um den größten Fortschritt zu erzielen. Mache zum Schluss einen großen Schritt nach vorne. Was willst du werden? Was willst du tun? Was willst du erleben? Was willst du beitragen? Was willst du geben? Was willst du meistern? Worauf willst du dich dieses Jahr fokussieren? Wonach sehnst du dich wirklich am meisten? Was willst du in diesem Jahr für einen Beitrag leisten? Was hast du geplant? Und was für Rituale willst du umsetzen, um deine Ziele zu verwirklichen? Bitte, mache es mir zuliebe. Schau dir nicht einfach nur das Video an. Mach gleich im Anschluss etwas, das dich in Bewegung setzt und in Schwung bringt. Wenn du noch heute Ideen in die Tat umsetzt, dann kannst du alles verändern. Aber du musst die Initiative ergreifen, solange du dich in dieser Mentalität befindest. Und ich sage dir,
Wenn du jemanden kennst, der Ziele und Träume hatte, die er unbedingt erreichen wollte und ihm dies auch gelang, dann weißt du tief in deinem Herzen, dass auch du dein Vorhaben umsetzen kannst. Es ist möglich. Wenn eine andere Person ihren Traum verwirklichen konnte, dann ist es möglich, dass du deinen Traum auch verwirklichen kannst. Während du dir überlegst, welchen Weg du einschlagen möchtest, halte an diesem Gedanken fest. Es ist möglich. Ich kann mich glücklich schätzen. Vieles spricht für meinen Erfolg. Ich besitze einige gute Eigenschaften und es besteht die Möglichkeit, meine großartigen Fähigkeiten in die Welt hinauszutragen und das zu tun, was ich tun möchte. Ich kann mein eigenes Buch schreiben. Ich kann mein eigenes Unternehmen gründen. Ich kann auf große Reise gehen und die ganze Welt erkunden. Ich kann meinen schlechten Umständen entkommen und mein Leben neu gestalten. Ganz egal, in welchem Lebensabschnitt ich mich befinde, die Dinge können sich für mich zum Guten wenden. Es ist möglich. Ich erinnere mich gerade an 2 Männer hier aus Chicago. Die waren ziemlich erfolgreich und arbeiteten viele Jahre für ein Unternehmen. Und sie waren unter den zahlreichen Mitarbeitern, die entlassen wurden. Es handelte sich um 2 sehr gute Freunde. Beide suchten gemeinsam mehrere Wochen nach einer neuen Stelle, nur um immer und immer wieder enttäuscht und abgelehnt zu werden. Sie fanden keine Arbeit. Und so geht es vielen Menschen in diesem Land. Einer der beiden gab auf. Er war komplett entmutigt. Er ging nicht mehr zu Bewerbungsgesprächen, blieb zu Hause, schaute fern, begann sich mit seiner Frau zu streiten und behandelte sie schlecht, trank Bier, telefonierte mit seinen anderen pessimistischen und arbeitslosen Freunden und gab schließlich einfach auf. Der andere suchte weiter nach einem Job, ging überall hin, wo er konnte und hieß jede Gelegenheit, die ihm gegeben wurde, willkommen. Er erkundigte sich nach Stellen, trat in Kontakt mit Leuten, er blätterte jeden Tag die Zeitungen durch. Er ging überall hin und versuchte einen Job zu finden. Sie haben zu viel Ausbildung. Sie sind überqualifiziert. Sie werden nicht lange genug hier bleiben. Und er machte dennoch weiter. Er stellte sich erneut irgendwo vor und sagte, auch wenn Sie mich nicht einstellen können, lassen Sie mich trotzdem hier arbeiten. Ich weiß, dass Sie meine Talente, meine Fähigkeiten und mein Wissen gebrauchen können. Ich will nur nicht zu Hause rumsitzen und nichts tun. Erlauben Sie mir einfach ehrenamtlich bei Ihnen zu arbeiten. Sie müssen mir auch nichts im Gegenzug geben. Ich will einfach nur arbeiten. Ich will eine Beschäftigung haben. Man sagte ihm, in Ordnung, das ist Ihre Entscheidung, aber erwarten Sie nicht, dass Sie etwas dafür bekommen. Und er war morgens der Erste, der ins Büro kam und abends der Letzte, der nach Hause ging. 4 Wochen später kündigte ein hochrangiger Manager und sie suchten nach einer Neubesetzung. Und rate mal, für wen sie sich entschieden. Sie entschieden sich für den Mann, der dort ohne Gegenleistung arbeitete. Er bekam die Stelle. Was unterscheidet die beiden Männer? Der eine sah mit seinen Augen und der andere mit seinem Verstand. Der eine beurteilte die Situation anhand dessen, was er sah, und beurteilte danach, wie die Dinge schienen. Aber der andere interpretierte, was er sah. Der eine sagte, es ist unmöglich, es ist vorbei, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr, schaffe es nicht. Ich gebe auf, ich wurde immer und immer wieder zurückgewiesen. Ich versuche es nicht mehr weiter, es gibt da draußen keine Jobs. Der andere Mann verlor seine Hoffnung jedoch nicht. Trotz all der Absagen und Zurückweisung, trotz der schlechten Wirtschaft, trotz dessen, was die Zeitungen berichteten, er hielt trotz alledem an der Hoffnung fest, dass irgendwo ihm jemand einen Job geben würde. Er glaubte einfach weiterhin daran, dass es möglich war. Und genau das müssen wir tun, um unsere Träume zu verwirklichen. Denn manchmal geschehen Dinge in unserem Leben, mit denen wir niemals gerechnet hätten. Wenn solche Dinge passieren, willst du womöglich aufgeben, aber gib niemals auf. Fall down 7 times, get up 8. 7-mal hinfallen.
8-mal aufstehen.